Zaghaft, aber sehr neugierig schauen sich die Fuchsbabys auf dem HR-Gelände um. Unser Kollege wartet gerade darauf, nach Feierabend abgeholt zu werden, als ihm die Kleinen direkt vor die Handykamera laufen. Auch das Auto seiner Freundin ist total interessant. Alles natürlich unter den wachsamen Augen der Fuchsmama. Ich bin hier jetzt an dem Fuchsbau und hier sind mehrere Eingänge. Zum Beispiel sind hier welche und da vorne ist nochmal ein etwas größerer. Es ist wohl ein alter Kaninchenbau, den sich die Fuchsmama als neues Zuhause ausgesucht hat für sich und ihren Nachwuchs. Jetzt ist der HR aber natürlich mitten in Frankfurt und ich frage mich, was machen Füchse in der Stadt? Vielleicht Landflucht? Wir fragen beim Naturschutzbund NABU im Videointerview nach. Die Füchse fühlen sich da pudelwohl, weil seit einiger Zeit, seit vielen Jahren, sind Füchse auch in die Städte gezogen. Und da finden sie einen idealen Lebensraum. Da gibt es viel zu fressen, gute Verstecke wie beim HR. Und von daher ist kein Wunder, dass man jetzt die Füchse dort sieht. Es gibt relativ wenig Feinde, weil sie werden dort nicht bejagt. Und darum sind sie auch sehr zutraulich. Sie haben keine Angst vor den Menschen. Und das, was es gibt an Feinden, sind die normalen Feinde, eben Greifvögel, die man Jungfüchse wegfangen könnten. Das Risiko ist aber sehr gering. Immer wieder wird von Füchsen in der Stadt berichtet. Und sie sind nicht die einzigen Wildtiere, die als neue Nachbarn zuziehen. Frankfurt beherbergt alles, was man sich vorstellen kann, von den Wanderfalken, die am Commerzbankturm oben nisten, bis zu Rehen, bis zu Wildschweinen, Steinmarder, Waschbär, kommt alles vor. Das heißt, wenn man nachts mal in Frankfurt unterwegs ist, in den Parkanlagen, wird man ganz viel finden. Und das Interessante ist, die Tiere haben sich genetisch sogar angepasst. Das heißt, die sind zahmer, die sind zutraulicher und sie haben nicht so viel Angst vor den Menschen wie Tiere, die im Wald leben. So süß unsere HR-Fuchsbabys auch sind, es sind keine Kuschel, sondern immer noch Wildtiere. Daran sollte man bei Begegnungen immer denken. Streicheln, verboten. Wichtig ist, den Respekt zu bewahren, das heißt, nicht zu nah an die Tiere rangehen, ihren Lebensraum lassen, Abstand halten und man merkt es selbst, wenn die Tiere unruhig werden, dann fühlen sie sich unwohl, auf keinen Fall zu nah rangehen. Übrigens, Zeit, um mit der urbanen Legende zu brechen, dass Füchse nachtaktiv seien. Die meisten Wildtiere sind eigentlich tagaktiv, also sowohl Rehe, Wildschweine, Füchse, die werden nur in der freien Landschaft in die Nacht gedrängt, weil wir Menschen ihnen da den Lebensraum stark nehmen und weil sie eben bedroht werden durch die Jagd. Das heißt, normalerweise sind die Tiere tagaktiv. Wie viele Fuchsbabys mit ihrer Mutter jetzt beim HR leben, ist nicht ganz klar. Von 4, vielleicht sogar 5 Jungen ist die Rede. Wir sagen auf alle Fälle herzlich willkommen.